Hallo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Teil 2 am Toyota Avensis. Als allererstes tauschen wir die Batterie, weil die drin ist völlig Schrott. Ja, los geht's. Ja, das Sticker. Und der Fachmann am Berg, man sieht. Aufgehoben wie eine Fischbüchse, ein Schnot geschweißt, gepunktet. Ja. Und dann abgeschliffen. Und nicht mal den Sticker haben sie ja weggemacht. Einfach irgendwas drüber geschmiert. Ohne Worte. Ja, linke Seite aufgerissen. Sieht doch richtig scheiße aus, muss man auch einfach ehrlich sagen. Ja. Die Türe, die ist eh Schrott. Die ist fertig. Ja. Da habe ich auch gar nicht rumexperimentiert. Da drüben steht der neue. So, gehen wir mal hier an den Schaden. Ja, hier haben wir das. Das Malheur. Wie gesagt, irgendjemand hat hier einfach bloß einen Haufen Spachtelmasse drauf geklatscht. Ohne irgendwas weiterzumachen, noch nicht mal abgeschliffen. Ja. Hier drinnen wurde ein bisschen abgeschliffen, wahrscheinlich weil die Türe nicht mehr zuging. Deswegen war er hier gezwungen, ein bisschen zu spachteln. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier ein kleines Reparaturblech geholt. Ja, das ist jetzt die Innenseite. Ja, da wo die Rathausverkleidung hier unten dran ist. Ja, das muss ich abmachen, weil ich brauche nur das Äußere. Und dann geht das hier so drauf. Ja, stammt zwar von einer Limousine, aber passt trotzdem. Ja, das wird natürlich erst passieren, wenn die Türe ab muss. Also wenn die Tür ab ist. Die muss eh ab. Ja, heute nehmen wir uns hier vorne die... Wartet mal. So, ich habe mal einen Winkel größer gemacht. Also Rad geht ab. Spurstange, Spurstangenkopf und Querlenker nehmen wir uns hier vorne vor. Ja. Ja, hier seht ihr das auch. Wir müssen echt lackieren hier. Ja, wenn dann noch Zeit ist, die Front ab, Stoßstange, die bleibt dann auch ab, bis sie lackiert ist. Und der Scheinwerfer dort ist kein Xenon-Scheinwerfer. Wir haben im ersten Moment gedacht, das Xenon, weil der hatte diese Waschanlage drunter. Da. Aber ist kein Xenon. Ja. Der Kotflügel, der fliegt auch weg. Ich habe einen neuen, auch in der Wagenfarbe bekommen, für einen echt guten Kurs. Perfekt. eBay ist wirklich perfekt, wenn ihr gebrauchte Autoteile sucht.
Ja, es sei denn, ihr habt einen guten örtlichen Verwerter, der die Teile da hat. Ja, und dann, ja, geht's weiter. Gut, ich will auch gar nicht so lange labern wieder. Ja, legen wir direkt los hier mit der Sache hier vorne. So, da unten liegt jetzt der Querlenker, aber das Tragegelenk sitzt noch da drin. Also, passt auf. Ich habe es mit einem Induktionsheizgerät probiert. Mutter hat mich ausgelacht. Dann habe ich mir gedacht, okay, scheiße drauf, flexte weg. Ja. Dann hat das auch nicht so gut funktioniert. Säbelsäge rausgeholt. Aber wie ihr seht, ist die Scheiße da noch drin. Und ich bin ganz ehrlich, sowas habe ich seit Jahren nicht erlebt. Okay, ich berichte, wenn es draußen ist. So, es ist draußen. Aber das Rausholen hat natürlich auch einen Preis gekostet. Und zwar habe ich versehentlich vor uns hier in die Manschette reingeflext. Da. Die Manschette muss ich neu machen. Das passiert leider. Das Getriebeöl muss ich sowieso checken. War ja nicht ganz gefragt, ob es wieder aufgefüllt ist oder nicht. Deswegen werde ich die Welle jetzt gleich komplett rausholen. Ja, und dann war es das für heute. Echt, das hat jetzt viel zu lange gedauert. Ihr seht ja auch, was hier jetzt für ein Chaos ist. Das macht so keinen Spaß. So, meine Lieben, das Getriebeöl seht ihr da rauslaufen. Darunter. Da ist gerade mal der Boden bedeckt und es tröpfelt nur noch. Ich habe ja gesagt, ich vermute, er hat rechts die Welle nur gezogen, da ist Öl ausgelaufen und er hat es nicht aufgefüllt. Das waren meine Bedenken, die ich von Anfang an hatte. Deswegen habe ich gesagt, das Getriebeöl mache ich neu und ich habe recht behalten. Ich habe einfach recht behalten. Ja, ich weiß nicht, wie viel reinkommt, aber das, was da unten ist, ist definitiv zu wenig. Alter Schwede. So, wie gesagt, als nächstes geht jetzt die Welle hier raus. Ja, und dann war es das für heute. Das hier ist ein Abzieher für die Gelenke. Und bei den Autos ist irgendwie alles fest. Ich weiß auch nicht. Ich habe jetzt hier das Gelenk drauf gemacht und du tust das über diese Schraube hier runterdrehen. Aber hier sind schon so ein paar Windungen weggebrochen. Könnt ihr das sehen? Schaut auch mal hier in die Mutter rein. Kriegst hier die Schraube zwar noch, oder die Mutter besser gesagt, zwar noch drauf gedreht, aber jetzt ist Schluss. Ja, geht noch weiter, aber es ist schon mit großer Kraft. Das heißt, Gewinde kaputt. Und ich hatte vor 2 Jahren, 2,5, 3 Jahren, hatte ich auch mal, in Suzuki war das. Da war das auch so, dass die überhaupt nicht abgegangen sind. Da ist auch das hier weggebrochen. Und, also weggebrochen nicht, es hat sich nicht gedreht in dem Fall. Und selbst hier aufschneiden und rauskloppen mit Hammer hat dann alles nicht so gut funktioniert. Da habe ich dann nach 2 Tagen Kämpfen, habe ich dann einfach 2 neue Wellen geholt, weil da waren beide Manschetten kaputt, links wie rechts. Und bin dann sogar noch besser gekommen, wie wenn ich die Manschetten gemacht hätte. So werde ich es jetzt hier auch machen. Ich werde einfach eine neue Welle bestellen. Kostet nicht mal so viel.
So Leute, also Kotflügel sitzt jetzt. So, Winkel größer machen. Und der neue Scheinwerfer auch. Also neu ist das ja alles nicht. Gebraucht gekauft, gebraucht gekauft. Die neue Tür von hinten links, gebraucht gekauft. Ja, eBay, sei Dank. Ja, gut. Dann haben wir jetzt das erledigt. Die Stoßstange bleibt ab, weil die muss lackiert werden. Jetzt muss ich mal noch schauen, ob diese Halterung hinten drin liegt. Wenn nicht, muss ich die neu kaufen, weil man hat hier für die Stoßstange, man hat eine Halterung, dass die Stoßstange dort reingeklickst werden kann. Die ist eine, ja, ich denke nicht, dass er hinten drin liegt. Ich denke, die wird wohl bei einem Unfall kaputt gegangen sein. Aber mal schauen. So, jetzt gehen wir hier an das Blech. Wir brauchen ja nur das Äußere. Das Innere hier, das brauchen wir eigentlich gar nicht. Also ich denke nicht, dass wir uns brauchen. Auf jeden Fall könnt ihr hier sehen, wie das hier so zusammengeklebt ist. Diese Schicht, die entfernen wir jetzt, weil wir wollen ja erstmal nur das Außenblech haben. Das hier ist wie so Dämmzeug, Kleber gleichzeitig und ja, das stört uns jetzt nicht. Ja, das lösen wir jetzt, aber ich muss erstmal schnell das Handy nachladen, sonst kann ich für euch nicht weiter aufnehmen.